Guten Morgen, Freunde. Der nächste Tag bricht an und wir sind direkt in Sehreichweite von unseren nächsten Zielen. Da haben wir die Tower Bridge. Die Tower Bridge. Ich verwechsel sie immer mit der London Bridge, tut mir leid. Und da über Bibis Kopf dürfte man auch den Tower of London sehen. Da schauen wir auch gleich vorbei. Unser VQ hat heute leider zugehabt, beziehungsweise die Küche war kaputt. Technische Probleme. Ja, genau. Also konnten wir nicht mehr so ein geniales Frühstück genießen wie gestern und mussten ausweichen zum Rouge Café. Francais. Französisches Frühstück. Sehr, sehr britisch allerdings. Ja. An der Euston Station. War auch okay, nicht ganz so geil, aber wir sind gut gestärkt und können jetzt darüber wandern. Einen Zwischenstopp eingelegt. St. Dunstan in the East heißt es. Hier ist ein ganz kleiner versteckter Garten in der Nähe vom Tower of London und das ist eine wirklich schöne kleine Ruine. Es ist keine Ruine, oder? Fällt das schon unter Ruine? Ist es ein Teil von dieser Kirche hier? Boah, gute Frage. Kaputt eher ist es nicht. eher so Innenhof. Genau, es ist so. Halt ein bisschen runtergekommen, klar, aber das passt, ne? Genau, das trägt so zum Flair bei. Ist auch noch alles sehr schön grün, obwohl wir mitten im Dezember haben. Da steht noch Private. Ja. Also das ist eine sehr schöne kleine Oase und gemessen daran, wie viele Leute 2 Straßen weiter noch rumlaufen, ist es auf jeden Fall ein Geheimtipp. Also hier kann man schön mal ausspannen. Machen wir? Ja. Sind wir hier in der St. Paul's Cathedral. Ist schon ein mega fettes Teil von außen. Allerdings von innen, ja, ist halt wie eine Kirche. Also wenn ihr in Rom in ein paar wart, seht ihr hier auch nichts Neues. Ich war jetzt alleine drin, weil Bianca immer Angst hat, in Flammen aufzugeben, wenn sie in die Kirche reingeht. War ein bisschen schade, weil man kann, also ich zumindest konnte nur bis ungefähr, wo die Sitzreihen anfangen gehen. Danach war alles abgesperrt, also habe ich von der Kirche an sich gar nicht mal so viel gesehen. Ich konnte gar nicht bis unter die Kuppel laufen, was halt interessant gewesen wäre. Aber immerhin ist der Eintritt umsonst, also das ist ja schon mal für eine Stadt wie London ungewöhnlich. Willst du nach Hause? Fahren wir zurück? Was ist da? Oh, Sushi? Ja, dann gehen wir Sushi essen. Guten Morgen, Freunde! Der Silvestertag ist angebrochen und die Küche hat wieder funktioniert in unserem VQ. Wir haben wieder richtig Oh mein Gott. auf den Tisch gehauen, sage ich mal. Also uns geht es jetzt richtig gut nach so einem Frühstück. Ja. Und aus dem Zimmer haben wir uns gerade noch Madame Tussauds Karten bestellt, weil die wohl angeblich billiger sind, wenn man das online macht. Du hältst das Mikro zu. Das ist doof, dann habt ihr jetzt gar nichts gehört, aber dann habe ich Subtitles eingeblendet, wenn ich noch weiß, was ich erzählt habe. Ja, die Karten sind dann aber timespezifisch. Wir sind dann erst um 12:15 Uhr dran, was bedeutet, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen können. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben noch einen fancy Buchladen und die Sherlock Holmes Statue, die wir gestern vergessen haben, auf dem Programm. Ja. Dann laufen wir jetzt hin. Viel Spaß!
waren gerade noch im Daunt Bookstore. Super geiler Laden, richtig schön oldschool, sieht genauso aus, wie ich gerne meine Bücherei haben würde. Also wirklich schön gemacht, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Überhaupt diese ganze Marylebone High Street hieß sie, glaube ich. Die war schön. Wunderschön, lauter süße kleine Lädchen, bisschen teurer. Und, die Sherlock Holmes Statue ist direkt da hinten. Wir stehen gerade bei Madame Tussauds in der völlig chaotisch überfüllten Schlange. Wir hatten ja gehofft, Silvester ist es vielleicht ein bisschen leerer, aber dem war nicht so. Und ja, jetzt stehen wir hier an und hoffen, dass wir in der richtigen Schlange stehen. Tun wir. Meinst du? Ja, wir stehen hier in der richtigen Gut, Schlange. dann kriegst du gleich dein Foto mit dem Chris. Ja. Wir sind raus aus Madame Tussauds. Hast du auf die Uhr geguckt, wie lange wir gebraucht haben? Wir hatten ja Tickets für 12:15 Uhr Genau. und wir haben jetzt 14:15 Uhr. Ja, also knapp unter 2 Stunden, weil wir sind ein bisschen später reingekommen. Organisatorisch ist der Laden eine ziemliche Katastrophe. Also ich glaube, wenn da mal Panik ausbricht, dann ist Bist du tot? Ja, dann ist die Love Parade ein Witz dagegen. Ja. Also das ist echt, das war jetzt schon so ein Gedrängel und teilweise sind die Gänge so eng und alles. Ja. Also jemand mit Klaustrophobie. ja, ne? Klaustrophobie kann man knicken. Wirklich, Ja. ohne Witz. Weil Also wir haben Glück, dass wir Winter haben. Ich glaube im Sommer, wenn es halt warm ist es nochmal unerträglicher. wir haben jetzt auch so Attraktionen da drin, beispielsweise ein 4D-Kino mit einem 10 Minuten Marvel-Film. Der war ganz nett gemacht, hatte auch nette Effekte. Es ging darum, dass ein paar Marvel-Helden von der Queen für ihre Leistung gekrönt werden sollten und sind dann halt hier in London. Gekrönt. Ja, die werden die neue Queen. Ah, ja. Genau. Da musste man dann halt diese entsprechenden 10 Minuten vorher in so einem Raum warten und das ist der absolute Horror. Dann stehen da in so einem richtig großen Raum zusammengepfercht so viele 100 Leute und die werden dann auf einmal durch ziemlich enge Türen reingelassen, vorbei an so Säulen. Und alle haben es eilig. Ja, natürlich. Also das ist immer hier, Jeder will der Erste man sein. könnte was verpassen und deswegen, mein Highlight war ja so eine britische Frau, die hat sich richtig an uns vorbeigequetscht. Ja. Und weil wir Eigentlich auch vorgedrängelt. ja, richtig. Und weil zurückgequetscht wurde, halt einfach weil kein Platz war, hat sie so gemacht. Und ich dann natürlich, wie ich bin, ich kann da nicht anders. Ich muss dann auch so übertönt so machen. Die dreht sich nur so um und ich dann nur so. Und was hat sie nochmal gesagt? Rude Boy. Ja, you're rude man. Ach ja, ja. Such a rude man. Und dann habe ich das nur so wiederholt, weil ich finde den britischen Akzent so geil und allein, dass sie nicht sagt, so wie so ein Amerikaner sagen würde, you fucker oder, na, you rude man. Also nicht so, du Pisser, nee, du böser Mann, du unhöflicher Mann. Und Tommy nur so, ja. Ja. Ich habe das dann zweimal wiederholt, bis sie dann Weirdo gesagt hat und dann bin ich weitergegangen. Das konnte ich nicht mehr toppen. Aber so von den Fotos hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sind Ja. ein paar gute Fotos bei rumgekommen. Allein dafür war es das wert. Auch wenn es natürlich einen ordentlichen Batzen Geld kostet, 70 Pfund jetzt für uns beide. War okay. Ne? Werden wir uns lange positiv dran erinnern, denke ich mal. Ich denke. An den Rude Boy. Rude Boy. Rude Man, sorry. Ich bin ja kein Boy mehr. Ne? No, no. If I was a boy. Mach aus. Rude Squirrel. Ja,
der Silvesterabend. Wir wollten ganz schön essen gehen. Ihr seht es schon an meiner lieben Frau. Es hat nicht ganz geklappt, weil die Küche wieder hinüber ist. Also voll gut. Also ich meine, ich habe was zu essen, bin glücklich. Aber die Küche ist defekt. Ja, das hören wir jetzt zum zweiten Mal. ja, Nicht innerhalb heute von 2 Abend, Tagen. aber genau innerhalb von 2 Tagen. Von daher, das ist so der dezente Rauswurf wahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl. Ja, ich habe mich schon in die Dessertkarte verliebt und jetzt ist das hier unser Dessert. Cookies von vor 2 Tagen wahrscheinlich. Und ja, jeder von uns gönnt sich jetzt hier so ein ganzes Sub. Und damit muss man dann wohl leben, an diesem wunderschönen Silvesterabend. Könnte schlimmer sein. Genau. Wir Ja. essen das jetzt, bleiben so lange wie möglich hier. Bis 22 Uhr, noch 40 Minuten. Genau, so lange wie möglich und dann laufen wir zum Primrose Hill hoch. Ganz gemächlich. Innerhalb von. Vielleicht stoppen wir noch in der Bar, wobei wir gerade in einem Pub Es war voll. fast 10 Pfund für 2 Pint Guinness gezahlt haben. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es erschien mir ein bisschen viel. Aber gut. Ist. Mein Essen wird kalt. Bis gleich. Ihr seht uns zwar gerade nicht, aber wir sind am Primrose Hill angekommen. Wir sind ein bisschen spät dran. Ihr hört es schon, wir haben nur noch 1 Minute, bis das neue Jahr beginnt. In Deutschland ist es schon seit einer Stunde soweit. Und wie es klingt, ist hier die Hölle los. Ich sehe auch gerade die ganzen Lichter da auf dem Berg. Also ich glaube, das ist hier der Perfect Spot in London, um Neujahr zu verbringen. Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Guck dir das mal an. Heftig. Ich habe mich erst gefragt, was das für Lichter sind, aber es sind alles Leute. Oh. Da hättest du dich heute Mittag schon hinstellen müssen. Ich glaube auch. Ja gut, aber du siehst, es sind ein paar Meter und du siehst schon gehörig mehr. Ja. Ich befürchte tatsächlich, dass wir das null so richtig einfangen können, was hier los ist, aber es ist der Wahnsinn. Das sind hier wirklich tausende Menschen, die sich wahrscheinlich seit heute Mittag auf dem Primrose Hill verteilt haben, um hier das Feuerwerk zu beobachten. Man kam jetzt auch gar nicht mehr höher, weil es war halt einfach richtig. dicht. Man Es war sieht es einfach vielleicht, voll. die ganzen Menschenmassen, die strömen da jetzt gerade runter. Und das für ein Spektakel, was jetzt vielleicht 10 Minuten gedauert hat. Genau. Nichtsdestotrotz unfassbar krass. Die Stimmung war bombastisch. Also für Leute, die feiern wollen, super Sache. Ich denke mal, das wird hier noch die ganze Nacht weitergehen auf dem Hügel. Alle, die nur gucken wollten, die gehen jetzt und das ganze Partyvolk bleibt oder zieht nach Camden Town wahrscheinlich. Ja, Aber das Feuerwerk sah auch ziemlich nice aus. Also definitiv. Ja. auch von der Höhe, wo wir waren, haben wir jetzt tatsächlich nur so die Spitze gesehen über den Bäumen vom Regent's Park. Aber ich denke, da oben auf dem Primrose Hill, das hätte sich schon gelohnt. Aber ob man da jetzt von mittags an steht... Bäuerchen, das war der Sekt. Man da schon seit Mittag stehen will, um sich den Platz zu sichern, ich weiß nicht. Wir wünschen euch trotzdem ein super tolles neues Jahr, auch wenn dieses Video rauskommt, ist wahrscheinlich schon Sommer. Könnt euch schon mal auf den nächsten Jahreswechsel einstellen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen, danke, dass ihr mit uns in London wart und bis nächsten Sonntag von woanders. Macht's gut!
Tschüss. Ja, Ja. sag mal höflich. Ja, Entschuldigung. Guter Vorsatz für neues Jahr. Tschüss.